das ist der Kurbelwellensensor. Fehler im Abgassensor, die Spritpumpe. Das ist ein verdammt teures Element. Ich habe dasselbe übrigens auch Gemini von Google gefragt und er hat explizit ausgeschlossen, dass es eine Batterie ist. Wenn der Roller danach läuft, ist es definitiv die Investition wert. Und damit herzlich willkommen bei Rollerfix. Das Video wartet schon seit ein paar Monaten auf meiner Festplatte. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das überhaupt rausstellen soll oder nicht. Denn normalerweise zeige ich auf meinem Kanal, wie ich als Hobbyschrauber Probleme mit dem Roller behebe, Reparaturen durchführe. Bei diesem Video handelt es sich um etwas anderes. Deswegen war ich mir lange nicht sicher, ob das überhaupt sehenswert ist. Letztendlich habe ich mich dafür entschieden, das doch zu schneiden und rauszustellen. Es kann ja sein, dass ich nicht der Einzige mit diesem Problem bin. Also, wen es interessiert, bleibt dran. Jetzt geht's los. Mitten in der Schicht, das erste Mal springt der Roller plötzlich nicht an. Es sind gerade 34 Grad draußen oder 33 ungefähr. Ich denke mal, der ist ein bisschen überhitzt. Sollte eigentlich als Einspritzer, sollte eigentlich bei jeder Temperatur anspringen. Deswegen vermute ich, dass es irgendwo zusätzlich zu der Hitze einen Defekt gibt. Die Ventile vielleicht falsch eingestellt. Muss ich jetzt herausfinden, was das Problem ist. Das hört sich so an. Interessant ist, wenn ich etwas Gas gebe, dann springt er an und läuft, aber wenn ich Gas loslasse, geht er sofort wieder aus. Ich habe jetzt die Sitzbank rausgenommen. Die Kühlflüssigkeit ist noch genug da. Hier kann man den Stand sehen. Meine Vermutung ist nämlich, dass die Ventile zu wenig Spiel haben. Es ist nämlich bei einem Viertakter so, wenn die Ventile zu wenig Spiel haben und die Hitze noch dazu kommt, dann schließen sie gar nicht richtig. Das kann dazu führen, dass es nicht genug Druck im Motor aufgebaut wird. Ventile werden bei kaltem Motor eingestellt. Das heißt, ich muss hier ein paar Minuten warten. Bei der Hitze von 33 Grad kann es ein paar Minuten länger dauern. Und während der Roller abkühlt, schaue ich mir den Luftfilter an. Es kann nämlich sein, dass sich da irgendwo Flüssigkeit aus welchem Grund auch immer angesammelt hat. Dann würde er auch schlecht anspringen. Okay, hier ist etwas nass. Bisschen Öl. Der Luftfilter an sich ist aber trocken. Und daran soll es also nicht liegen. Ja. Okay, das mache ich jetzt eben kurz sauber und verschließe das wieder. Oder ich versuche einmal kurz ohne Luftfilter Deckel zu starten. Mein Gedanke dahinter ist nämlich der, dass warme Luft weniger dicht ist als kalte Luft. Das heißt, es gibt weniger Luftmoleküle pro Sprit und das Benzin-Luft-Gemisch wäre dann theoretisch zu fett. Also dachte ich, wenn ich den Luftfilterkasten aufmache, kommt da vielleicht mehr Luft durch und gleicht das irgendwie aus. Das war einfach ein Versuch, ein Schuss ins Blaue. Normalerweise soll ein Einspritzer das ausregulieren können, aber ich hatte sowieso nichts Besseres zu tun während der Wartezeit, also warum nicht einfach versuchen. Mit etwas Gas. Ach, ich Idiot. Noch so ein Fehler. Den mache ich regelmäßig sogar. Hier ohne den Knopf startet er auch nicht. Den kann man von unten rausdrücken. Ja. Und nochmal versuchen. Also man hört schon, dass er will, aber nicht kann. Autsch. Nice. Dann lasse ich ihn jetzt erstmal abkühlen und prüfe nochmal die Ventile. Aber damit der Motor etwas schneller abkühlt, die Ventile, mache ich den Deckel hier schon mal ab. Dafür muss ich jetzt das Batteriefach aufmachen, damit ich hier rankomme. So, ist jetzt auf.
Und während das abkühlt, erzähle ich mal, warum ich vermute, dass es die Ventile sind. Erstmal ist das ein Symptom eines Viertaktrollers, wenn er bei warmem Motor nicht anspringt oder schlecht anspringt, liegt es sehr häufig an den Ventilen, an der falschen Einstellung. Zusätzlich habe ich vor einigen Tagen die Inspektion gemacht bei einem Roller und die Ventile eingestellt, die Einlassventile auf 0,05 mm, das aber ziemlich stramm auf 0,05, sodass da der 0,1 mm überhaupt nicht reingepasst hat. Ich habe mir gedacht, ist es nicht ein bisschen zu eng? Weiß ich nicht. Bisher ist er gelaufen, jetzt bei der Hitze nicht. Deswegen denke ich, vielleicht sind sie etwas zu stramm eingestellt. Ich werde denen etwas mehr Spiel geben. Jetzt nicht vollständige 0,1 mm, aber vielleicht irgendwas so zwischen 0,05 und 0,1. Vielleicht auch 0,1, dass sie halt genug Spiel bei dieser Hitze haben, dass sie sich noch ein bisschen ausdehnen können, ohne die Ventile komplett zu öffnen. Das ist das Einlassventil. Da passt gerade noch nicht mal 0,05 rein, also das ist das kleinste, was sein darf. Hier gerade so. Hier gar nicht. Also die beiden werde ich jetzt ein bisschen lockern. Schau mal, wie es beim Auslass aussieht. Ja, beim Auslass 0,1. Passt bei beiden rein, geht locker durch. Also muss ich die oberen ein bisschen lockern. So, jetzt habe ich die beiden Einlassventile auf 0,1 eingestellt. Also sehr enges 0,1. Geht etwas schwer durch. Aber sollte für unsere Zwecke reichen. Jetzt mache ich den Deckel hier zu und wir schauen, ob das was gebracht hat. So, den Deckel habe ich jetzt zugemacht. Jetzt kommt noch der Zündkerzenstecker wieder drauf. Wenn man die Zündkerze rausnimmt, ist es einfacher, die Ventile einzustellen. Da kann man das Rad hier drehen, ohne dass da im Motor der Druck aufgebaut wird, ohne Zündkerze. Da kann man die Ventile in die richtige Position einfacher bringen. Wen es interessiert, wie man Ventile richtig einstellt, ich habe ein Video auf meinem Kanal, da erkläre ich wirklich von Anfang bis zum Ende Schritt für Schritt das so, dass jemand, der noch nie Ventile in seinem Leben gesehen hat, das auch nachmachen kann. Den Link zum Video packe ich unten in die Videobeschreibung. So, ich hoffe, das war das Problem. Nee, das scheint es nicht gewesen zu sein. Ich schaue mir nochmal die Kerze an. Die Zündkerze ist jetzt auch in einem Zustand, wo er eigentlich anspringen sollte. Ist jetzt nicht neu, aber auch nicht komplett verbraucht. Ich glaube, ich werde hier jetzt unterwegs nicht fündig. Was ich jetzt machen werde, ich werde den Standgas so einstellen, dass er mir nicht ausgeht unterwegs. Ja, ich komme gerade nicht drum herum, die Leerlaufdrehzahl zu erhöhen. Dafür löse ich hier bei dem Gaszug, also wie man es erkennt, man zieht am Gas hier oben, da bewegt sich so ab ungefähr, da könnt ihr sehen diesen Abstand, da ab ungefähr hier läuft er schon. Das heißt, ich werde den Zug jetzt so einstellen, dass er da unten ungefähr so weit offen ist. Dafür öffne ich hier die Mutter und ziehe etwas an und werde das so fixieren. Ich werde das natürlich jetzt bei laufendem Motor machen, so dass ich halt nicht zu weit und nicht zu wenig aufdrehe. Und dann, wenn ich die richtige Drehzahl gefunden habe, das heißt die richtige Position, werde ich hier die Muttern wieder zudrehen. Hier muss man natürlich aufpassen, das ist keine Dauerlösung. Indem man den Bowdenzug unter Spannung setzt, kann es sein, dass es in den Kurven, wenn man den Lenker umreißt und der Bowdenzug
am Lenker gezogen wird, dass er dann Gas gibt. Das heißt, er beschleunigt dann plötzlich in der Kurve. Das war jetzt nur eine Notfallmaßnahme, um nach Hause zu kommen, dass der Roller nicht jedes Mal, wenn ich vom Gas gehe, ausgeht. Also so schaut es jetzt aus. Das ist jetzt natürlich mit der leicht erhöhten Leerlaufdrehzahl. Ich muss sagen, nichts außer er kann die Hitze nicht vertragen, fällt mir ein. Er hat die Symptome von falscher Luft ein bisschen von falsch eingestellten Ventil. Alles geprüft, alle Schläuche sind dicht. Ventile sind nochmal neu eingestellt. Hier gibt es auch keine Risse, die Schellen sind dicht. Vielleicht ist diese sehr warme Luft von 33, 34 Grad eben einfach zu dünn. Aber ich bin der Meinung, ein Einspritzer sollte damit eigentlich zurechtkommen. Beim Einspritzer kann es eigentlich nicht viel sein. Und das meiste, was man sich so von außen anschauen kann, habe ich, beziehungsweise alles, was mir jetzt einfällt, habe ich mir angeschaut. Ich finde keine Risse, keine Defekte, keine Fehler. Alles sitzt fest. Das ist aber auch das erste Mal, dass es so warm ist, dass ich bei so warmen Temperaturen fahre und das erste Mal, dass er diese Probleme macht. Tja, aber so einfach, wie ich es mir gedacht habe, war das dann doch wieder nicht. Einfach nach Hause zu fahren, den abzustellen und da nach dem Fehler suchen. Ungefähr 2-3 Minuten nachdem ich losgefahren bin, Richtung zu Hause, ist nämlich Folgendes passiert. So, jetzt habe ich gemerkt, dass er während der Fahrt nicht so gut zieht wie früher. Also man muss sehr viel Gas geben und er beschleunigt etwas langsamer als früher. Und jetzt ist mir auch noch zusätzlich die Motorkontrollleuchte angegangen. Die blinkt nicht, sondern leuchtet einfach nur. Ich habe leider kein Auslesegerät, muss im Internet schauen, ob ich irgendwas finde, was das ist. Und ab da ging die Fahrt nach Hause langsam, ruhig, ohne Autobahn, so dass ich den Motor nicht unnötig belaste. Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, was das ist, also wollte ich da keinen extra Schaden anrichten. Und ab da stand der Roller erstmal ein paar Tage in der Garage. So, machen wir einen Zeitsprung. Es hat jetzt ein paar Tage gedauert. Ich habe nämlich auf das Teil hier gewartet. Das ist ein Auslesegerät, Diagnosegerät für Roller und Motorräder. So steht es zumindest in der Anweisung. Ich meine in der Betriebsanleitung. Und soll wohl für Roller mit Euro 5 und Einspritzung geeignet sein. Weil hat jetzt nicht die Welt gekostet, ist einer der günstigen, deswegen hoffe ich, dass das mir helfen wird. Dazu muss ich sagen, die Bedienungsanleitung ist sehr umfangreich, komplett nur auf Englisch, es gibt keine deutsche Fassung. Viel konnte ich hieraus jetzt nicht mitnehmen, nur wie man das richtig anschließt. Zum Beispiel, dass man das nicht bei laufendem Motor oder nicht bei eingeschalteter Zündung anschließen darf. Bei dem Symjet 14 ist hier der Stecker im Batteriefach und da versuchen wir jetzt unser Glück mit. Bevor ich hier irgendwas mache, habe ich natürlich als erstes das Standgas wieder runtergestellt. Falls es irgendwelche Sensoren gibt, so dass er dann auch die richtige Messung vornimmt, beziehungsweise die Sensoren die richtige Stellung der Klappe feststellen. Enter fürs Menü. Und ich im Denkmaldiagnostik durchlaufen lassen. Die Daten davor löschen, um diese zu speichern. Ja, die Daten davor wurden nicht gespeichert, das ist meine erste Messung. Ich will aber, dass die Daten von dieser Messung gespeichert werden. 3 Codes. So, und dann gibt es 2 Arten von Code. Da sagt die Betriebsanleitung Stored Codes und Pending Codes. Die Pending sind nicht so schlimm, die Stored sind etwas schlimmer. So, und dann schauen wir uns an, was dieser Code hier heißt. Muss ich einmal kurz googeln. Okay, ich habe gerade nachgeschaut, das ist der Kurbelwellensensor, der hier einen Fehler zu verursachen scheint.
Es kann am Sensor selbst liegen. Es kann daran liegen, dass die Verkabelung einen Fehler hat oder dass der Anschluss nicht richtig sitzt. Dann müsste man einfach nur den Stecker abziehen und wieder drauf setzen. Schauen wir uns das nächste Problem an. Dieser Code scheint nach einer kurzen Recherche ein Fehler im Abgassensor zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass die beiden Codes irgendwie miteinander zusammenhängen. Wenn die Kurbelwelle nicht richtig läuft oder beziehungsweise der Sensor irgendwas anderes anzeigt, dann kann es sein, dass die Verbrennung vielleicht nicht richtig stattfindet und die Abgaswerte nicht stimmen. Das ist jetzt aber erstmal so eine erste Idee. Schauen wir den dritten Code, die Spritpumpe. Ich überlege mir, ob nicht alle drei Codes damit irgendwie zusammenhängen, dass die Batterie zu schwach war und diesen Fehler verursacht hat. Ich werde jetzt versuchen, erstmal die 3 Codes zu löschen und zu schauen, ob er dann anspringt. Wenn er anspringt, eine kleine Probefahrt machen und schauen, ob die Probleme wieder erscheinen. Aber eins nach dem anderen. Es ist halt für mich etwas verwirrend, dass plötzlich, der Roller ist ja ganz normal gelaufen und dann irgendwann bei einem der Kunden ist er gar nicht mehr angesprungen. Dass jetzt plötzlich 3 Fehler angezeigt werden, die so eigentlich gravierend sind. Von jetzt auf gleich finde ich ein bisschen komisch. Okay, jetzt zeigt er keine Codes an, weil ich die gerade gelöscht habe. Ich versuche jetzt mal den Roller zu starten. Ja, und das sind wahrscheinlich dieselben 3 Codes. Ich hoffe, das ist nur ein Problem, was zu allen 3 Problemen führt. Ich, der mich in diesen Codes ja nicht so gut auskennt, versuche jetzt einen einfachen Weg über ChatGPT. Ich gebe ihm jetzt alle 3 Fehler vor und frage, ob es einen gemeinsamen Fehler geben kann, der zu allen diesen 3 Codes führen kann. Okay, jetzt habe ich das Problem ganz genau beschrieben. Ich habe geschrieben, analysiere diese Codes, um mögliche Fehler zu finden. Zusätzliche Frage, können alle diese Codes zu einer einzigen Ursache führen? Wenn ja, welche ist das? Und er analysiert erstmal die Fehler. Der erste Fehler P0335. Der Fehlercode zeigt ein Problem mit der Kurbelwellenposition-Sensor an oder dessen Schaltkreis. CPS ist dafür verantwortlich, also das ist der Kurbelwellenpositionssensor, gehe ich davon aus, ist dafür verantwortlich, die Position der Kurbelwelle zu überwachen und diese Informationen an das Motorsteuergerät ECU weiterzugeben. Die ECU verwendet diese Information, um den Zündpunkt und die Einspritzzeitpunkte zu steuern. Symptome: Probleme mit der CPS können dazu führen, dass der Motor nicht startet, unregelmäßig läuft oder während der Fahrt ausgeht. Wenn der Sensor nicht ordnungsgemäß funktioniert, weiß das Steuergerät nicht, wann die Zündkerze zünden soll. Hier haben wir ein Problem mit ECU, das heißt, es kann an dessen Schaltkreis liegen, der Kurbelwellensensor, entweder am Schaltkreis oder an der ECU vielleicht selbst. Der zweite Fehler: Bedeutung: Dieser Fehlercode bezieht sich auf den Sauerstoffsensor vor dem Katalysator. Dieser Sensor überwacht das Luft-Kraftstoff-Verhältnis im Abgas und sendet die Informationen an die ECU, um das Gemisch anzupassen. Symptome: Ein Problem mit diesem Sensor kann dazu führen, dass der Motor zu fett oder zu mager läuft, was wiederum die Leistung beeinträchtigt und den Kraftstoffverbrauch erhöht. Ein schlechter O2-Sensor oder O2-Sensor kann auch das Anspringen des Motors erschweren und Probleme im Leerlauf verursachen. Pump Fuel Secondary Circuit Low. Dieser Code deutet auf ein Problem im sekundären Schaltkreis der Kraftstoffpumpe hin. Dies könnte auf eine schwache Spannung oder einen schlechten elektrischen Kontakt hinweisen. Eine schlechte Kraftstoffpumpe oder ein Problem in ihrem Schaltkreis kann dazu führen, dass der Motor nicht ausreichend mit Kraftstoff versorgt wird, was zu Startproblemen, Leistungsverlust und schlechtem Beschleunigungsverhalten führt. Die Fehlercodes können theoretisch auf ein gemeinsames Problem zurückgeführt werden. Ein solches könnte in der elektrischen Versorgung und Steuerung des Systems liegen, zum Beispiel in der Batterie. Ich habe dasselbe übrigens auch Gemini von Google gefragt
Und er hat explizit ausgeschlossen, dass es eine Batterie ist. Der hat gesagt, an der Batterie kann es nicht liegen. Ich bin der Meinung, wenn der Roller so eine halbe Schicht ganz normal fährt und dann plötzlich nicht mehr anspringt und 3 Fehler anzeigt, gehe ich nicht davon aus, dass plötzlich alle 3 Geräte defekt sind. Das heißt, es wird eine Ursache sein, da bin ich mir ziemlich sicher, die zu allen diesen 3 Fehlern führt. Und eine schwache Batterie kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich den Roller gefühlt 40 Mal starte während einer Schicht und da leidet die Batterie schon sehr darunter. Außerdem war es sehr heiß an diesem Tag. Das könnte auch die Batterieleistung beeinträchtigen. Die Strecken, die ich fahre, sind viel zu kurz, um die Batterie zu laden. Also das kann zum Beispiel an der schlechten Versorgung des Systems liegen, an der Batterie, an den Anschlüssen, Masseverbindung oder der ECU. Das war nämlich meine zweite Vermutung. Wenn alle 3 Geräte irgendwie ein Kommunikationsproblem haben, kann es sein, dass es auch die ECU ist. Eine schwache Batterie oder eine schlechte Masseverbindung können dazu führen, dass die Sensoren und die Kraftstoffpumpe nicht ausreichend mit Strom versorgt werden. Dies könnte erklären, warum der Motor nur mit leicht geöffnetem Gasgriff startet und warum die Motorkontrollleuchte bei höherer Drehzahl aufleuchtet. Das kann ich nicht ganz verstehen, denn wenn die Batterie zu schwach ist, um die Geräte zu versorgen, dann macht es aus meiner Sicht wenig Unterschied, wie weit die Drosselklappe offen ist. Die leicht offene Drosselklappe führt ja nicht dazu, dass die Batterie plötzlich mehr Saft gibt. ECU oder Kabelbaumfehler. Ein Problem mit der ECU oder Kabelbaum könnte ebenfalls zu einer Fehlfunktion mehrerer Sensoren und Aktuatoren führen. Wenn das Steuergerät falsche oder unvollständige Signale empfängt, könnte es die Steuerung der Zündung und der Einspritzung beeinträchtigen, was zu den beschriebenen Symptomen führt. Das hier. So, das ist die Nummer 2. Und das kostet mal eben knappe 500 Euro. Deswegen hoffe ich, dass es das nicht ist. Wenn es dazu kommt, dass ich das doch bestellen muss, gut, wenn der Roller danach läuft, ist es eine Investition wert. Wenn er nicht läuft, kann ich das Teil ja wieder zurückschicken. Aber wir gehen Schritt für Schritt nach und die nächsten Schritte, die hier empfohlen werden, überprüfen der Batterie. Stelle sicher, dass die Batterie vollgeladen ist und alle Anschlüsse sauber und fest sitzen. Das ist das, was ich jetzt schon mache. Die Batterie wird gerade geladen. Kontrolle der Masseverbindungen, überprüfe Masseverbindungen, Motor, Rahmen, alle Masseverbindungen. Das werde ich noch machen, wenn die Batterie geladen ist. Kabelbaum und Steckverbindungen. Prüfe den Kabelbaum und die Steckverbindung auf Beschädigung und Korrosion. Das habe ich schon geguckt. Da habe ich nichts gefunden, beziehungsweise optisch erstmal geguckt. Mit einem Multimeter geht es natürlich viel besser und viel genauer. Kurbelwellenpositionssensor. Teste den Sensor und seine Verkabelung und Überprüfung der ECU. In seltenen Fällen kann es Probleme mit der ECU-Problem selbst vorliegen. Das ist ein verdammt teures Element. Okay, jetzt habe ich die Batterie geladen. Die zeigt jetzt gute Spannung an, 13,2 Volt. Und jetzt versuche ich nochmal den Motor zu starten. Also lag es schon mal nicht an der Batterie. Okay, dann schauen wir uns einmal kurz die Kompression im Motor an. (9 Bar, nicht überragend, aber ausreichend. Zwischen 8 und 12 Bar ist der Normalbereich. Dann suche ich mal weiter. Ich bin mir zwar relativ sicher, dass es an der ECU liegt, also an diesem Teil hier. Es war ja sehr, sehr warm und das liegt direkt über dem Motor, was heiß läuft. Aber das Teil kostet mal eben knappe 500 Euro und das tut mir gerade sehr weh, das ersetzen zu müssen. Deswegen schaue ich erstmal nach und nach und fange an mit dem Kurbelwellenpositionssensor. Für die wie ich denken, man muss jetzt die ganze Kurbelwelle auseinandernehmen. Nee, zum Glück nicht. Bei dem Sensor handelt es sich um das, was wir als Pickup kennen. Das heißt, dieser Sensor über dem Polrad an der Lichtmaschine. Und da müssen wir jetzt dran.
So, und da sitzt schon das gute Teil. Das müsste das sein. Okay, den Kühler alleine abzunehmen reicht nicht aus. Da gehen nämlich weiter Kabel weiter tiefer in die Lichtmaschine rein. Dann muss ich auch hier das Kühlerrad abnehmen und die Verdeckung. Okay, also die Position des Pickups sieht für mich eigentlich sehr gut aus. Auch der Abstand zum Polrad, die paar Millimeter sind auch gut. So, ich habe den Sensor gerade abgenommen, die Kontakte gereinigt, beziehungsweise ja, seine Kontaktstelle zur Masse. Ich muss aber auch sagen, der Kühler liegt hier sagenhaft ungünstig. Hat auch sehr kurze Schläuche, sodass man den nicht zur Seite irgendwie packen kann. So, jetzt ist der Pickup wieder befestigt. Ich schaue mal, ob der Zündfunke da ist. Ja. Dann schaue ich mir jetzt noch die Ladespannung an, ob die Lichtmaschine überhaupt lädt, weil das Gerät ja anscheinend von Versorgungsproblemen gesprochen hat. So, da läuft jetzt die Pumpe. Hier konnte man kurz sehen, dass die Batteriespannung auf 8,5 Volt gefallen ist. Ich denke, das ist nicht ganz normal, aber ich habe zu dem Zeitpunkt die Batterie schon mehrmals gekurbelt, das heißt mehrmals belastet, sodass sie nicht mehr ganz voll war. Aber ich bin mir sicher, die Spannung sollte trotzdem nicht so tief fallen. Dennoch kann man sehen, dass die Batterie ganz normal geladen wird, das heißt, die Lichtmaschine funktioniert. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Okay, verzeiht mir dieses Herumschwimmen. Das Handy ist auf dem Roller befestigt und hat das Video stabilisiert, sage ich mal so. Also man konnte jetzt sehen, die Batterie wird geladen. Das heißt, mit der Lichtmaschine ist auch alles in Ordnung. So, im nächsten Schritt will ich die Benzinpumpe testen. Man hört zwar schon, dass sie funktioniert, wenn ich den Roller anmache. Man hört diese Surren, aber ob sie tatsächlich Sprit pumpt, will ich schauen. Und zwar führt hier ein Schlauch einmal hier zu der Einspritzung und den Schlauch will ich jetzt einmal kurz abnehmen, über dem Tank halten und versuchen den Roller bzw. die Zündung anzumachen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja, also das wird definitiv ausreichend sein. An der Spritpumpe wird es auch nicht liegen. Jetzt haben wir schon das Problem mit dem Pickup ausgeschlossen, beziehungsweise mit dem Kurbelwellenpositionssensor. Und jetzt haben wir das Problem mit der Spritpumpe ausgeschlossen. Bleibt also jetzt nicht mehr viel übrig. Dann wird es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die ECU sein, also das Steuergerät, was mich dann leider Gottes 500 € kosten wird. Aber wenn der Roller danach läuft, ist es definitiv die Investition wert. Allerdings überlege ich mir, ob nicht einfach die Falschluft alle diese 3 Codes verursachen könnte. Das mit der Spritpumpe, wenn das Gemisch nicht mehr stimmt, wenn zu viel Luft ist, dann könnte vielleicht die ECU annehmen, dass nicht genug Sprit geliefert wird. Dieser Abgassensor kann sein, dass er ebenfalls beim falschen Gemisch ausschlägt, einfach weil das Gemisch nicht stimmt und die Verbrennung falsch stattfindet. Und weiß nicht, ob Falschluft Einfluss auf den Kurbelwellenpositionssensor haben kann. Vielleicht, wenn das Gemisch nicht stimmt, nimmt ECU an, dass der Zündfunke zum falschen Moment stattfindet. Wenn die Motorleistung bei einer bestimmten Drehzahl nicht stimmt, kann es sein, dass er rückschließt auf den Zündfunken. Keine Ahnung. Vielleicht könnte man das prüfen, indem man hier ein bisschen in der Gegend mit Bremsenreiniger rumsprüht und schaut, ob da irgendwas eingezogen wird. Und schau mal, ob der Roller anspringt, wenn man hier Starthilfe in den Ansaugstutzen, nicht in den Ansaugstutzen, ja doch Ansaugrohr des Luftfilters sprüht. Optisch sehe ich jetzt keine Risse, aber Falschluft kann ja auch durch einen ganz kleinen Riss stattfinden, den man gar nicht sieht. Das habe ich jetzt leider nicht gefilmt, aber an dieser Stelle habe ich den Motor laufen lassen
und überall um den Ansaug herum, um den Luftfilter herum, um die Einspritzung herum mit dem Starthilfespray gesprayt und der Motor lief ganz normal, es hatte keine Schwankungen, das heißt, es wurde da keine Falschluft angezogen. Beim Einspritzen des Starthilfesprays beim laufenden Motor direkt in den Ansaug des Luftfilters wirkte der Motor ab, was auch ein gutes Zeichen ist, denn damit bringt man ja das Gemisch aus dem Gleichgewicht. Zeigte also an dieser Stelle, dass es sich wahrscheinlich doch nicht um Falschluft handelt. Was ich noch super interessant finde, ist, dass ich den Roller dann gefahren bin und er zeigte keine Fehler mehr an. Ich bin bis 100 km/h, also seine Maximalgeschwindigkeit, gefahren. Er zeigte keine Fehler an, er lief ganz normal. Das Diagnosegerät, also die Motorkontrollleuchte, leuchtete nicht. Das Diagnosegerät zeigte auch keine Fehler an. Aber sobald man den ausmachte und im Standgas versuchte anzulassen, sprang er trotzdem nicht im Standgas an. Aber mit etwas Gas geben, kein Problem. Fahren, Autobahn, alles kein Problem. Also hatte ich die nächste Idee. Kann es sein, dass die Einspritzung bzw. der Ansaugtrakt, der Ansaugstutzen irgendwo ein kleines Kanälchen vielleicht verunreinigt ist? Vielleicht eine kleine Öffnung, was die Luft im Standgas einsaugen soll? Weiß ich nicht. Also habe ich die Teile ausgebaut, den Ansaugstutzen und die Einspritzdüse und sie in ein Ultraschallbad gelegt. Ich musste natürlich darauf achten, dass da das elektronische Teil nicht vom Ansaug abnehmbar ist, dass es über der Wasseroberfläche ist, genauso mit der Einspritzung, dass die Kontakte nicht im Unterwasser liegen. Anschließend habe ich die Teile natürlich getrocknet bzw. abgewaschen, getrocknet, mit einem Kompressor alle kleinen Öffnungen durchgepustet, dass da auch wirklich keine Flüssigkeit drin bleibt, und so ging es weiter. Dann will ich heute Folgendes noch machen, bevor ich den Ansaugtrakt und den Einspritzer wieder einbaue. Will ich hier den Ansaugstutzen ausbauen, um zu schauen, ob der Ansaugspacer darunter in Ordnung ist. Wenn er einen Riss hat, dann würde es zu einer Falschluft führen. Problem werde ich wahrscheinlich mit dieser Schraube hier haben. Ich habe hierfür leider keine Ratsche. Und die so per Hand rauszuschrauben, wird es wahrscheinlich nicht gehen. Ich schaue mal, ob das mit einem Akkubohrschrauber geht. Ah doch, guck mal, hat geklappt. Nehme ich mal den Ansaugspacer raus. Der sieht aber soweit in Ordnung aus. So ein bisschen Ablagerungen, aber keine Risse. Ich mache den sauber und baue den wieder ein. Hier kann man auch gleich schauen, ob das da hier Risse hat. Nee, sieht ganz gut aus. Auch hier keine Risse im Metall. Also nach Falschluft sieht es leider nicht aus. Wer diesen Kanal schon etwas länger verfolgt, der weiß ja schon, dass ich auch bei kleineren Rollern Ansaugspacer gewechselt habe. Und da war das Problem immer, dass dieses Gummi hier rausspringt. Aus den Kommentaren habe ich halt so rausgelesen, dass es sich mit Benzin vollsaugt und dann mehr Volumen hat natürlich, dann ist es wieder schwerer einzusetzen. Hier scheint es kein Problem zu sein. Drehmoment habe ich jetzt leider nicht rausgefunden. Ich werde aber nicht zu fest anziehen, weil das ja Kunststoff ist. Dann kommt als nächstes die Einspritzdüse wieder eingebaut. Aber bevor ich sie hier einbaue, will ich erstmal testen, ob sie im Standgas Sprit gibt. Dann kommt natürlich auch dieses Teil hier drauf, denn ohne wird hier nichts laufen. So, erstmal in den Ansaugstutzen rein. Dann kommt der Schlauch des Luftfilters drauf. Und wenn beides bis zum Anschlag sitzt, können wir das Ganze hier zuziehen. Der Bowdenzug hier zum Gas geben kommt erstmal nicht drauf, weil mich interessiert hier erstmal,
ob der im Standgas Sprit gibt, mit der ausgebauten Einspritzdüse. Ich hoffe, die braucht keinen Unterdruck dafür, die ist ja elektronisch gesteuert. Dann müsste sie eigentlich auch draußen Sprit liefern. Und natürlich die Elektronik nochmal dran. Zack. Müsste jetzt eigentlich alles angeschlossen sein. Auch das Teil ist angeschlossen. Jetzt werden wir natürlich nicht durch die Gegend spritzen, sondern nehmen uns extra so eine Dose und schauen uns das Ganze mal an. An dieser Stelle habe ich mehrere Versuche gebraucht, um das Einspritzen auf der Kamera einzufangen, bis ich dann gemerkt habe, dass ich lieber nicht reinzoomen soll, weil sonst die Qualität verloren geht, sondern lieber die Kamera reinholen soll, weil sonst die Spritzer überhaupt nicht zu sehen sind. Hier nochmal eine Aufnahme, vielleicht seht ihr das dann besser. Ja, so sollte es eigentlich sichtbar sein. Aber zu diesem Zeitpunkt habe ich leider die Batterie wieder leer gekurbelt. Also, im Standgas kommt Sprit raus. Auch wenn die Batterie jetzt wieder etwas leer ist. Ja, wird das wahrscheinlich der erste Punkt, den ich machen werde, eine neue Batterie kaufen. Sprit kommt definitiv raus. Und wenn er jetzt nicht anspringt, kaufe ich erst die Batterie und dann das Steuergerät. Denn diese Startversuche, die ihr gerade miterlebt habt, das war alles. Ich habe nichts außerhalb der Aufnahme gemacht, also auch keine Startversuche. Die paar Mal haben gereicht, um die Batterie wieder leer zu kriegen. Ich glaube, so viel Power muss sie schon haben, um da ein bisschen mehr auszuhalten. Und jetzt noch einmal mit der Starthilfebox. Den Bowdenzug habe ich immer noch nicht dran. Ich will ja schauen, ob er im Standgas anspringt. Ja, also man merkt, er will, aber irgendwas reicht nicht aus. Die Drosselklappe leicht auf. Also mit leicht geöffneter Drosselklappe geht's. Okay, ich habe mir jetzt überlegt, ich will den Roller ja trotzdem fahren und solange er keine Fehler anzeigt, ist ja alles erstmal eher nicht im grünen Bereich, aber nicht so schlimm. Und zwar werde ich hier, das ist so eine kleine Schraube, die den Standgas reguliert, also wo der Standgas beginnt, die werde ich rausnehmen und eine Schraube einschrauben, die man etwas weiter versetzen kann, sodass der Standgas nicht hier beginnt, so ungefähr hier. Das ist ja der Moment, wo der Roller auch anspringt. Und solange ich keine neue ECU habe, beziehungsweise die nicht updated habe, mir kam jetzt gerade eine Idee, vielleicht kann ich ein Update drauf spielen, schraube ich hier eine andere Schraube ein und verstelle den Standgas von hier auf ungefähr hier. So, dafür, um sicher zu gehen, dass ich sie später genauso einbaue, wie sie jetzt ist, werde ich hier einmal komplett schwarz färben, dass ich weiß, bis wo die Mutter eingeschraubt war. Und ich merke gerade, ich brauche gar keine separate Schraube, denn das hier ist so ein Sechskant. Dann kann ich einfach die Mutter leicht lösen und die Schraube hier jetzt so weit einschrauben, wie ich sie brauche. Und jetzt, wo alles eingebaut ist, werde ich den jetzt starten und zusehen, dass ich die Schraube so weit eindrehe, bis der Standgas stabil ist. Ups. So, jetzt habe ich versucht, eine stabile Drehzahl von 1500 Umdrehungen zu erreichen. Schauen wir uns an, ob er jetzt anspringt. Ja.
Dann befestige ich jetzt einen Bowdenzug. Und das Gasdruckspiel muss jetzt natürlich etwas verstellt werden bzw. eingestellt werden. Es hat kein Spiel momentan. Das heißt, das ganze Gebilde hier schiebe ich etwas weiter rein, damit der Seilzug etwas locker ist. So, jetzt haben wir ein paar Millimeter Spiel, wo sich hier auch nichts bewegt. Das sind die paar Millimeter, die wir brauchen, wo sich nichts tut. Und deshalb hier. So, das ist erstmal in Ordnung so. Er hält jetzt die 1500 stabil. Dann muss ich jetzt versuchen, die ECU zu updaten bzw. eine neue zu holen. Ich werde jetzt noch einen Tag bzw. eine Schicht damit fahren und schauen, ob da noch Fehler auftauchen. Es wundert mich halt, dass keine Fehler mehr auftauchen. Und dann schauen wir weiter. Ich habe die ECU nicht geupdatet, ich habe auch keine neue gekauft. Ich bin am nächsten Tag nämlich eine Schicht gefahren. Ganz normal wie die Tage davor ist er nicht angesprungen, beziehungsweise er ist jetzt angesprungen, weil der Standgas ein bisschen verstellt war. Und die erste, glaube ich, Stunde hat er sich so verhalten wie die letzten Tage. Dann aber wieder bei einem der Kunden Bestellung hochgebracht, ging runter, macht den Roller an und er macht Folgendes. Hier kann man sehen, dass der Roller die Drehzahl kurz erhöht, dann wieder absenkt, kurz erhöht und dann wieder absenkt. Hier bin ich ein Laie, ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Meine Vorstellung ist aber, dass ich den anlasse und da die Drosselklappe offen ist, dreht er kurz hoch und dann merkt er, der Roller steht und regelt das wieder runter. Dann dreht er wieder kurz hoch, weil die Drosselklappe ja immer noch offen ist und die Drehzahl schwankt. Also bin ich nach der Schicht wieder nach Hause gefahren, habe alles wieder ausgebaut, so zurückgestellt, wie es am Anfang war. Also diese Schraube, die ich vorher reingeschraubt habe, damit die Drosselklappe leicht offen ist, habe ich wieder rausgeschraubt, in die Ausgangsposition gebracht, so dass der Standgas wieder da war, wo er ab Werk war, und den Roller nochmal gestartet. Die ersten 10 Sekunden hat er sich immer noch genauso verhalten. Er drehte einfach kurz hoch, dann wieder runter, kurz hoch, wieder runter. Ich denke mal, das war so der gespeicherte Fehler. Und dann innerhalb von 10 Sekunden waren diese Schwankungen immer weniger und im Endeffekt hat er die Drehzahl ganz normal gehalten. Ich habe den wieder ausgemacht, angemacht und er läuft super. Und so läuft er bis heute noch. Er hat immer noch dieselbe Batterie drin eingebaut, er hat immer noch dieselben alle Teile drin eingebaut. Keine Updates, keine neue CPU. Die Einstellungen sind alle genauso und er läuft trotzdem ganz normal. Das heißt, diese Fehler und diese Probleme hat er nur innerhalb von ein paar Tagen angezeigt, nachdem er bei diesem heißen Wetter betrieben wurde. Und jetzt hat sich das irgendwie von alleine runterreguliert. Wahrscheinlich war also die Vermutung die richtige, dass das Steuergerät, was direkt über dem Motor sitzt, einfach bei 34 Grad und der Motorhitze von nun einfach überhitzt ist und zu einem Fehler geführt hat, beziehungsweise Fehler erkannt hat, wo es keine gab. Ich denke mal, mehr als das war es nicht, was jetzt nicht unbedingt für dieses Modell spricht. Deswegen wusste ich nicht, ob ich das Video überhaupt rausstellen soll, denn ich habe ja eigentlich nichts dran gemacht. Er ist ja jetzt immer noch genauso, wie er am Anfang war und die Fehler haben sich selbst behoben. Aber dennoch wollte ich euch zeigen, dass sowas auch passieren kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ihr konntet vielleicht irgendwas daraus mitnehmen. Wenn das so ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt selbstverständlich kostenlos den Kanal abonnieren, um weitere Videos, Tipps, Reparaturanleitungen, Touren, Blabla Videos und so weiter nicht zu verpassen. In diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.